Hallo und herzlich willkommen zurück zu Statistik. Dieses Mal geht es weiter mit den bedingten Wahrscheinlichkeiten. Wie ihr hier schon seht, habe ich die Formel hingepackt. Die Wahrscheinlichkeit von A' B, was soll das denn bedeuten? Also dieser Strich, das bedeutet unter der Bedingung. Also wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass A gilt, unter der Bedingung, dass B gilt. Also das Ereignis B schon eingetreten ist. Ähm, und dann wollen wir die Wahrscheinlichkeit, dass A eben, ja, eintritt. Und das schreibt sich wie folgt, das kann man umrechnen, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintritt, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt. Das ist dann die Wahrscheinlichkeit. Da muss natürlich dann P von B echt größer als echt größer als 0 sein. Kleiner als 0 geht nicht und gleich 0 wäre sehr fatal. Ihr wisst vielleicht, was passiert, wenn man durch 0 teilt. Dann explodiert die ganze Welt und ja, nicht gut. So, ich habe mir da mal ein Beispiel überlegt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Schule, da war das ganze System noch ein bisschen anders da. Man musste nicht Klausuren schreiben und musste sie nur einmal bestehen, sondern man musste vielleicht auch mal mehrere Klausuren bestehen. So, und dann war eine sehr asoziale Lehrerin dabei, die, oder ein Lehrer, mir egal. Ähm, Ich hatte immer Mathe-Lehrerinnen irgendwie, zumindest meistens. Ähm, Die wollte unbedingt, dass nicht so viele Leute ihre Klausuren bestehen. Und deswegen haben wir eine Wahrscheinlichkeit davon, dass die erste Klausur bestanden wurde. Also sie hat einfach mal zwei Klausuren geschrieben. Die Wahrscheinlichkeit, Klausur, Salle. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Klausur geschrieben wurde, war, sagen wir mal, bestanden wurde, nicht geschrieben, bestanden, war ungefähr 30%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Klausur bestanden wurde, war gerade mal 50%. Also die zweite hat es ein bisschen leichter gemacht, weil sie nicht wollte, dass alle durchfallen, weil sie dann schlechte oder Ärger mit den Eltern kriegt, keine Ahnung was. Und ihr sollt jetzt ausrechnen, wer die erste, beziehungsweise halt nein, wir machen doch, wobei, ja, passt. Dann brauchen wir hier noch eine dritte Angabe. Oder wir könnten ja einfach draus machen, das hier, sind die Leute, die die erste und die zweite Klausur bestanden haben, dann wird es nicht ganz so schlimm. Und die Leute, die die zweite Klausur bestanden haben, sind 50%. Wie viele Leute haben dann die zweite Klausur bestanden, wenn sie auch die erste bestanden hatten? Also wie viele waren so die Überstreber, die richtigen Pros, die überall eine Eins hatten? Ähm, also wer hat die zweite Klausur bestanden und hatte davor schon die erste Klausur bestanden? Das ist das, was ich hier jetzt aufgeschrieben habe. Und das rechnet sich dann wie folgt aus. Nämlich genauso wie hier oben. Ich kopiere das einfach mal gerade. So, P von A geschnitten B. Naja, was ist A geschnitten B? Das ist ja, wenn man beide Klausuren bestanden hat. Also 30%, also 0,3. Und P von B ist ja die zweite Klausur, also 0,5. Äh, Das muss natürlich außerhalb der Klammern, ohne das P, es tut mir leid. 0,3 und 0,5. So, 0,3 geteilt durch 0,5, das rechne ich mal eben im Kopf, ist 0,3 mal 2, das ist 0,6. Das sind ja schon recht viele, die die erste Klausur bestanden haben und danach direkt die zweite bestanden haben. Also das gilt natürlich dann nur für die, die die erste Klausur schon bestanden hatten. Die haben dann auch, 60% von denen haben dann eben auch die zweite bestanden. Ist ja gar nicht so schlecht, oder? Genau. So, und jetzt möchte ich direkt im Anschluss noch Satz von Bayes einführen. Der hat hier nämlich noch ein bisschen was zu den bedingten Wahrscheinlichkeiten gebracht. Na komm, entfern dich. Ähm, Der hat folgendes gemacht. Und zwar hat er nochmal eine Formel für, na, unten drunter bitte, für P von A B aufgestellt. Nämlich, ähm, dass man genauso gut P von B in Bedingung A oder unter der Bedingung A mal P von A rechnen kann, geteilt durch P von B. So, jetzt fällt euch vielleicht auf, dass das hier oben, das unten genau gleich ist wie hier oben auch. Das heißt,
P von B in Bedingung A mal P von A muss P von A geschnitten B sein. Und genauso ist es auch. Ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ähm, ja, und dazu möchte ich euch jetzt gerade auch nochmal ein Beispiel geben. Ähm, Sagen wir mal, wir haben zwei Gefäße, beziehungsweise wir hatten doch so ein schönes Uhrenmodell, also zwei Uhren und in denen sind wieder Kugeln drin, rote und schwarze. Und diese Gefäße, also wir gucken nicht hin, wo wir hinziehen, beziehungsweise von mir aus geht ein Schauspieler oder Zauberer, genau, ein Zauberer geht hinter die Bühne und zieht zufällig aus einer von diesen beiden Urnen. Das bedeutet zunächst einmal, wir haben die Wahrscheinlichkeit für Urne A, die ist gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit für die Urne B, also wir wissen nicht, wie groß oder aus welcher Urne der Zauberer zieht. Oh, ups, das ist keine Formel. Dann muss ich natürlich eine Formel einfügen. Dein Ernst. P von A gleich P von B. Und wenn beides gleich wahrscheinlich ist und wir nur zwei Möglichkeiten haben, dann haben wir natürlich immer ein Halb, was 0,5 ist. Und jetzt haben wir in der Urne A aber eine 7 rote Kugeln und 3 schwarze. Also 7 rote, 3 schwarze. So, in A und wir haben in B 10, eine rote und 9 schwarz. Also wir haben gleich viele Kugeln in beiden, aber sie sind sehr unterschiedlich verteilt. Also in A sind deutlich mehr rote als in B. Aber in B hat es trotzdem eine rote, das darf man nicht vergessen. So, und jetzt kann man das mit der Formel von Bayes ausrechnen. Wenn er eine rote Kugel uns zeigt, also der Magier, dann können wir uns ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass er aus der Urne A gezogen hat, beziehungsweise aus Urne B dann analog. So, jetzt können wir uns hier aber erstmal ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir eine rote Kugel ziehen? Also überhaupt eine rote Kugel, das kann man ja... Moment, ich brauche erstmal P von rote Kugel. Also wir wollen jetzt rausfinden, wie wahrscheinlich ist es, dass eine rote Kugel aus A gezogen wird, wenn eine rote Kugel uns zeigt. So, ähm, so jetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine rote Kugel zieht, ist, naja, wir haben 8 rote Kugeln insgesamt in beiden Uhren und wir haben insgesamt 20 Kugeln, also 10 in A und 10 in B. Gut. So, das heißt, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 8 durch 20, was gekürzt 4 Zehntel, also 2 Fünftel ist. Und fügen noch eine Formel ein. Gut. So, und jetzt wollen wir das ausrechnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er uns eine rote Kugel zeigt, dass sie aus A ist. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Und zwar, das macht man relativ gerne falsch. Wir wollen, wir wollen die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel aus A ist, unter der Bedingung, dass der Zauberer uns zeigt, dass sie rot ist. Okay? Das heißt, wir sagen A in Bedingung von R, weil wir wissen R, wir wissen aber nicht A. Das heißt, wir wollen A rausfinden. Aber R wissen wir, deswegen steht es hinten. Das ist die Vorbedingung sozusagen. Und nicht andersrum, also nicht P von R in Bedingung von A. Gut, und das kann man jetzt eben über Bayes ausrechnen. Also ich kopiere das, ne, wobei, ich kopiere es nicht. Sonst werdet ihr verwirrt durch die Buchstaben, weil die sind hier unten ein bisschen anders benannt. Das wäre dann P von R in Bedingung A mal P von A durch P von R. So, dele. Und jetzt kann man das hier einfügen. P von R haben wir hier oben ist 2 Fünftel. Ich schreibe das mal so hin, dass ich nicht unbedingt immer Doppelbrüche machen muss. Und P von R in Bedingung von A ist natürlich dann, wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine rote Kugel ziehe, wenn ich aus A greife. Und das kann man ja relativ easy ausrechnen. Also wir haben hier 7 rote Kugeln und 10 insgesamt in A, also haben wir hier 7 durch 10 mal... Oh, das ist nett, Dankeschön.
Das ist ja echt cool. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus A gezogen haben, also P von A, ist bekannt. Oh, schade, jetzt tut das nicht mehr. Doch, er tut's. Krass. Ah, ich bin voll begeistert. Uh. Ähm, ja, und wenn man das jetzt ausrechnet, ich mache das jetzt im Kopf, nein, ich habe es vorher ausgerechnet. Das sind 7 Achtel. Was in Prozent ausgedrückt irgendwas mit 87,5% sein müsste. Und das wäre jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass, wenn er uns eine rote Kugel zeigt, dass sie dann aus dem Pot A ist. Das ist ja schon mal eigentlich deutlich besser, wie wenn wir einfach nur so sagen, naja, 2 Fünftel, weil wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 2 Fünftel haben, dass wir hier eine rote Kugel gezogen haben. Das ist schon sehr viel akkurater, 87,5% ist geil. Gut, so viel zum Satz von Bayes und zu den bedingten Wahrscheinlichkeiten. Ich werde jetzt noch wahrscheinlich ein Video machen oder vielleicht auch gar keins mehr. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Themenwünsche zu Statistik oder irgendwelchen anderen Sachen von mir aus auch, dann könnt ihr mir gerne eine PN schreiben oder ihr schreibt es in die Kommentare oder sonst irgendwo hin. Ja, und ich wünsche euch bis dorthin alles Gute und macht's gut. Ciao, ciao.